900 km/h, schneller als jeder alliierte Abfangjäger, der damals über Japan flog. Und Japan baute dieses Flugzeug auf Basis eines einzigen Bedienungshandbuchs, weil alles andere auf dem Grund des Atlantiks lag. Die Alliierten hatten tausende Bomber. Die B-29 Super Fortress flog höher, als die meisten japanischen Jäger überhaupt steigen konnten. Japan hatte darauf eine Antwort. Auf dem Papier zumindest. Ein Raketenflugzeug, das jeden Bomber schlicht abhängen konnte. Das ist die Geschichte der Mitsubishi J-8M Shusui, einem Raketenabfangjäger, der aus einem Handbuch entstand, einmal flog und nie wieder abhob. Doch um zu verstehen, warum die Shusui nie kämpfte, müssen wir zurück nach Deutschland, ins Jahr 1943. Ende 1943 wusste die japanische Militärführung, was kommt. Die Boeing B-29 Super Fortress war kein Gerücht mehr. Sie war real. Und sie flog höher und schneller als alles, was Japan in der Luft hatte. Die Mitsubishi A6M Zero, das Rückgrat der japanischen Luftwaffe, hatte gegen diese Bomber kaum eine Chance. Zur gleichen Zeit beobachteten japanische Militärattachés in Deutschland etwas, das die Branche in Aufruhr versetzte. Die Messerschmitt Me 163 Komet. Ein Raketenflugzeug, das im Herbst 1941 einen Weltrekord von über 1000 km/h geflogen hatte. Kein Propeller, kein Kolbenmotor, nur ein Raketentriebwerk, das in wenigen Sekunden auf Geschwindigkeiten beschleunigte, bei denen konventionelle Jäger keine Chance hatten. Die Me 163 war nicht einfach schnell, sie war eine andere Kategorie von Flugzeug. Und Japan wollte genau das. Und Deutschland war bereit zu verkaufen. Für 20 Millionen Reichsmark, umgerechnet rund 80 Millionen Euro in heutiger Kaufkraft, erwarb Japan eine Lizenz für die Me 163 und ihr Walter Raketentriebwerk. Der Vertrag war umfassend. Vollständige Baupläne, ein fertiges Exemplar der Komet, Triebwerke, Unterlagen. Alles, was man brauchte, um dieses Flugzeug nachzubauen. Was dann folgte, war eine Katastrophe in 2 Akten. Im Frühjahr 1944 stachen 2 Unterseeboote in See, beladen mit den Plänen, den Triebwerken und den Bauteilen. Das erste, Ro 501, wurde im Mai 1944 im Atlantik versenkt, von einer amerikanischen Trägergruppe rund um die USS Bogyo. Das zweite, I-29, erreichte immerhin noch Singapur. Doch kurz nachdem es Singapur verlassen hatte, wurde auch dieses Boot versenkt, diesmal von einem amerikanischen U-Boot. Was Japan blieb? Ein einziges Betriebshandbuch der Me 163, das ein Marineoffizier in Singapur mit dem Flugzeug nach Japan gebracht hatte. Commander Aichi Iwaya, der das Risiko des U-Boot-Transports gescheut und die Verbindung auf dem Luftweg genommen hatte. Kein Bauplan, keine Triebwerke, kein Exemplar. Nur ein Handbuch. Deutschland versuchte es noch einmal. Im Februar 1945 lief das deutsche U-Boot U-864 von Norwegen aus, mit Plänen und Unterlagen an Bord. Das britische U-Boot HMS Venturer ortete es und versenkte es vor Bergen. Auch dieser Versuch endete auf dem Meeresgrund. Im Juli 1944 erhielt Mitsubishi den Auftrag. Die Marine bezeichnete ihr Flugzeug als J-8M1 Shusui. Auf Japanisch bedeutet das Herbstwasser. Gemeint ist die Metapher für ein gut geschärftes Schwert. Die Armee nannte ihre Version Ki 200. Der leitende Ingenieur war Michiro Takahashi. Was er und sein Team zu leisten hatten, war bemerkenswert. Ein Hochgeschwindigkeitsraketenflugzeug entwickeln, ohne die Baupläne gesehen zu haben. Auf Basis eines Handbuchs, das für Piloten und Techniker geschrieben worden war, nicht für Konstrukteure. Das Ergebnis sah dem Original erstaunlich ähnlich. Gleicher pfeilförmiger Flügel ohne Leitwerk, ähnliche Rumpfform, ähnliche Abmessungen. Mitsubishi übernahm auch die 2-Brückenbewaffnung mit 30 mm Kanonen. Wo Japan vom Original abwich, war vor allem beim Gewicht. Kein gepanzertes Cockpit, leichtere Konstruktion, etwas weniger Munition. Das fertige Leergewicht lag rund 400 Kilogramm unter dem der Me 163. Doch das eigentliche Problem war das Triebwerk. Das japanische Tokoro 2, eine Eigenentwicklung auf Basis des deutschen Walter-Antriebs, lieferte weniger Schub als sein Vorbild.
Mitsubishi rechnete durch. Das geringere Gewicht würde den Leistungsunterschied nicht vollständig ausgleichen. Die Shusui würde langsamer sein als die Komet, aber mit 900 km/h Höchstgeschwindigkeit noch immer schneller als alles, was die Alliierten flogen. Was die Ingenieure nicht kontrollieren konnten, war das, was um sie herum geschah. Amerikanische Bomberverbände griffen Nagoya an, wo Mitsubishi produzierte. Fabriken mussten verlegt werden, Personal und Material waren knapp. Die Marine stellte fortlaufend neue Anforderungen, änderte Spezifikationen, verlangte Modifikationen. Nach Aussage des Luftfahrthistorikers Walter Grunden war die Stimmung im Konstruktionsteam tief unten. Einzelne Ingenieure sprachen sich dafür aus, die Ressourcen lieber auf eine Kopie der Messerschmitt Me 262 zu verwenden. Gebaut wurde trotzdem. Im Rekordtempo, gemessen an japanischen Standards der Zeit. Um die Flugeigenschaften zu testen und künftige Piloten zu trainieren, ließ man parallel eine antriebslose Segelflugversion bauen. Die MXY-8 Akigusa, Herbstgras. Am 8. Dezember 1944 flog das erste Exemplar, geschleppt auf Höhe und dann freigelassen. Der Testpilot, Korvettenkapitän Tohohiko Inuzuka, war am Steuerknüppel und überrascht. Das Flugzeug flog sich fast von selbst. Gutmütig, wendig, beherrschbar. Die Aerodynamik des deutschen Originals funktionierte, auch ohne die deutschen Pläne. Das war in gewisser Weise das Erstaunlichste an diesem ganzen Projekt. Japan hatte die Me 163 nie in Händen gehalten, nie vermessen, nie zerlegt. Und trotzdem flog die Kopie ihres Umrisses so, als wäre sie nach Originalplan gebaut. Inuzuka, der das deutsche Flugzeug kannte, soll gesagt haben, die MXY-8 verhalte sich wie die echte Komet. Für ein Team, das im Grunde blind gearbeitet hatte, war das eine außergewöhnliche Bestätigung. Dann kam der 7. Juli 1945. Die erste vollbetankte Shusui stand auf dem Rollfeld. Wieder war Inuzuka am Steuer. Der Start verlief gut. Das Raketentriebwerk zündete, das Flugzeug beschleunigte, das Startgestell fiel ab. Die Shusui schoss steil in den Himmel, 45 Grad aufwärts, genau wie geplant. Auf 400 Metern Höhe verstummte das Triebwerk. Inuzuka versuchte zu gleiten. Das Flugzeug war für solche Situationen nicht ausgelegt. Am Rand des Flugfelds stand ein kleines Gebäude. Er konnte nicht ausweichen. Die Shusui kollidierte, fing Feuer. Inuzuka starb am nächsten Tag. Die Untersuchung ergab einen Konstruktionsfehler im Kraftstoffsystem. Der Tank saß an der falschen Stelle. Beim steilen Steigflug mit einem erst halb gefüllten Tank verschob sich der Treibstoff. Ein automatisches Absperrventil reagierte auf einen Lufteinschuss in der Leitung und unterbrach den Fluss. Das Triebwerk verhungerte. Das Problem war lösbar. Mitsubishi löste es. Die 6. und 7. Maschine sollten mit dem verbesserten System ausgerüstet werden. Neue Testflüge waren für Ende August 1945 geplant. Am 15. August 1945 erklärte Japan seine Kapitulation. Alle Arbeiten an der Shusui wurden sofort eingestellt. 7 fertiggestellte Maschinen standen in den Hallen. Keine davon hob je wieder ab. Auch die geplante Armee-Version Ki 202, die mehr Treibstoff und eine längere Reichweite hätte bieten sollen, war nie geflogen. Was die Quellen noch zeigen, die Armee hatte für die Ki 200 auch einen dunkleren Einsatzplan entwickelt. Nach 1 oder 2 Feuerpässen sollte der Pilot mit der verbleibenden Geschwindigkeit eine B-29 rammen. Der Rest Treibstoff an Bord würde bei der Kollision detonieren. Eine Spezialeinheit, die sogenannte Hagakure-Tai, war bereits in Planung. Es wäre Kamikaze mit Raketenantrieb gewesen. Der Krieg endete, bevor dieser Plan je umgesetzt wurde. Was angesichts der Umstände das Einzige an dieser Geschichte ist, das eindeutig als Glück bezeichnet werden kann. Kein einziger Operationseinsatz, kein einziger Schuss. 2 Exemplare der Shusui gelangten nach Kriegsende in die USA. Eines wurde verschrottet, das andere steht bis heute im Planes of Fame Museum in Chino, Kalifornien. Das einzige erhaltene Exemplar des Flugzeugs, das Japan aus einem Handbuch baute. Was bleibt von der Shusui? Keine Abschüsse, kein Kampfeinsatz, nur ein einziger Flug, der mit dem Tod des Testpiloten endete. Und trotzdem ist die Geschichte der J-8M bemerkenswert. Nicht wegen dem, was sie erreichte, sondern wegen dem, womit sie gebaut wurde. Japanische Ingenieure rekonstruierten ein deutsches Hochleistungsflugzeug aus einer Betriebsanleitung. Sie lösten aerodynamische Probleme ohne Originalpläne. Sie schafften es, dieses Flugzeug tatsächlich in die Luft zu bringen. Das Problem war nicht das Konzept, das Problem war die Zeit.
3 Wochen nach dem einzigen Flug der Shusui warf Amerika die erste Atombombe ab. 6 Wochen nach dem Tod von Inuzuka war der Krieg vorbei. Die Shusui kam nicht zu spät, weil sie schlecht war, sie kam zu spät, weil ihr die Zeit gestohlen wurde. 2-mal auf dem Meeresgrund und am Ende durch einen Krieg, der schneller endete, als ihr Triebwerk zuverlässig brennen konnte. Wenn euch diese Geschichte interessiert hat, abonniert den Kanal. Hier gibt es regelmäßig Videos über Flugzeuge, die Geschichte schreiben wollten, manchmal daran scheiterten, dass die Geschichte schneller war als sie. Willkommen im Club @NneAlexander, @NneAlexander6. Du unterstützt diese Geschichten jetzt als Kanalmitglied. Dankeschön und bis zum nächsten Video.